So, ihr Lieben. If we've Ich got würde nothing else to sagen, do, nein, why don't I tell you a story? okay, dann erzählt ihm deine Geschichten, aber kannst du das bitte für später aufheben, Joimir? Ich wollte hier gerade anmoderieren, wirklich. So, ihr Lieben, moin moin zu einer neuen Aufnahmesession hier. Wenn man nicht unterbrochen wird, dann klappt das auch. So, wir haben noch ein paar Sachen hier zu erledigen. Und zwar müssen wir uns nochmal mit der guten Nahida treffen, die uns ja über gewisse Dinge noch informieren wollte. Also würde ich sagen, schauen wir da einfach mal rein. Diesmal, ich habe gerade den Mittagsstab gemacht. Ich bin so im Arsch, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Wie er das so ausnocken kann. Weil es war ja wirklich nur eine OP an der Schulter, aber trotzdem, ey, das Format hätte man nie gedacht, ne? Ja, na? Hello, Was geht? Traveler and Paimon. Hallo. What a fantastic night. I'm still immersed in all the happiness and joy, like a candle floating on water. Oh, gerade auch so den Stream gestartet. Mit der Leertaste. Interessant. Ich bin gerade irgendwo drauf gekommen, weil ich das hier die Handballenablage ein bisschen weggezogen habe. Ja. Nee, wir machen das natürlich offline. So are we, and that's why we're here to talk with you. Is there anything you want to know? Ja, es sei jetzt die Frage, was du uns alles preisgibst, ne? Über Akasha. Was genau hast du damit jetzt vorgemacht? Verändert? Erzähl mal. After recent events, the Akasha can no longer function as it used to. Ja, weil du das göttliche Herz weggegeben hast, ja? I've given it some thought, and have decided to shut it down permanently. Aha. But this is definitely not a bad thing. Even from the beginning, I've been planning to shut it down. Schade, das Teil sah eigentlich ganz cool aus, aber gut, ja. The Akasha's centralized administration of knowledge has always restrained people's curiosity and curtailed the number of paths available to them. I don't think this is good for Sumeru. Ja, ein Schwarmverstand hat Vor- und Nachteile, ne? Das ist halt eben so das Problem. Although people may initially feel a little uncomfortable with the loss of the Akasha, they will soon understand that this life is more suitable for them. Ja, gut, das kommt mit der Zeit. Menschen sind Gewohnheitstiere, Naida. Die werden sich ja schon früher oder später dran gewöhnen müssen. And as for the future of Sumeru, I'm preparing to regain control of the academia. Rein theoretisch muss man halt eben doch sagen, eigentlich ist es schon eine coole Idee, wenn man auch in der Wüste vielleicht eine Zweigstelle macht. Aber gut, ja. The former sages have received their punishment, but the new sages have yet to be selected. I will oversee the process personally. I hope that the new 6 great sages will be more focused on academics. Sumeru needs such leaders more than ever. Der Archivar will ja leider nicht, ne? The Ärgerlich. other big issue is the people of King Deshret. All the residents of the desert, in fact. They have been mistreated for far too long. Und was hast du da genau vor? I've already taken some measures to address this. It will take some time to rebuild everything, but no matter if it's culture, friendship, or trust, we will rebuild it. Okay, finde ich cool. Die Kleine greift auf jeden Fall schon mal ganz schön durch. Gefällt mir. Okay, und was passierte nachdem ich an jedem Tag eingeschlafen war? Jetzt interessiert es mich, ob sie uns anlügt oder die Wahrheit erzählt. You mean, what happened after the doctor put you to sleep? Hat er das göttliche Herz gestohlen? You guessed correctly. The top-ranked Fatui Harbingers, up to number 3, possess power comparable to that of gods. I was no match for him in that kind of situation. However, in spite of the bad situation, I still managed to make a fair deal with the doctor. I'm sure you remember the entity that changed your fate, the heavenly principles. Okay. Die himmlische Ordnung. Ist Paimon die himmlische Ordnung? In fact, the heavenly principles has been quiet since the Conria disaster 500 years ago. I used this point as leverage against the doctor. Okay. I
I told him that the heavenly principles may be awakened if I destroy the Gnosis. Although it's just a bluff, he still fell for it. Das heißt, wenn wir alle göttlichen Herzen vernichten würden, am Ende, dann käme die himmlische Ordnung. Wir könnten endlich Rache nehmen an dem, was sie getan hat. Wahrscheinlich ist damals Paimon entstanden. Und die göttliche Ordnung, die himmlische Ordnung ruht nicht, sie ist einfach nur Paimon geworden. Und weiß gar nicht, dass sie die himmlische Ordnung ist. Oh mein Gott, das wäre so ein krasser Plot-Twist. Ich freue mich so I drauf. assumed that the heavenly principles wouldn't just stand by and let such extensive damage to its laws take place. Achso, sie wurde auch eingeschläfert. And as for what I exchanged for the Gnosis, Ja, für eine richtig dämliche Aussage und the Frage. exchange served as both punishment for the doctor as well as a boon of new knowledge that I couldn't refuse as the god of wisdom. Okay, aber sie hat uns auf jeden Fall die Wahrheit gesagt. Was ist mit der Leiche, die vielleicht noch über uns liegt? He's Second still March? in a coma. I've hidden him like how one would hide a feather. Okay. I know you have many misgivings about him, but as someone who had become a god, he has retained a number of very useful features. Hast du an irgendein Gerät angeschlossen und benutzt ihn gerade? Don't worry, I'll keep an eye on him and make sure he doesn't do any evil. Okay. In addition, there are still some mysteries left in him. Some things may be very clear from my perspective, but he has still yet to understand them himself. Was soll das denn sein, was sie da meint? His future will be determined by fate. Ja, und über die Sache, über die nächste Station der Reise, Fontaine, was weißt du darüber? Is that where you're headed next? Fontaine, the nation of justice? In das schlimmste Reich, in das Reich des unglaublich vielen um den heißen Brei Gerede. Oh, also alle Typen von Fontaine haben geredet und geredet und geredet. Die haben, keine Ahnung, die haben 80 Stunden lang erklärt, was das Ding ist, und am Ende meinten sie den Buchstaben A. Als Beispiel, ne? Oh, nee, ohne Worte. Oh. Also auf das Reich selbst freue ich mich so ein bisschen, aber auf die Gespräche... Oh. As far as I know, that nation operates in the judicial system. Does their Archon personally judge people? Das wäre natürlich geil. No, there's a Chief Justice in Fontaine. Generally speaking, the Hydra-Archon, Focalor, won't preside over individual trials. Carlos, okay. Interessant. However, even then, Focalor will still make herself present at just about every trial. It seems that she just likes to immerse herself in that sort of atmosphere. Okay, vor Carlos scheint doch wieder eine Frau zu sein, weil ihr scheint die Atmosphäre zu gefallen. As Archon, she still reserves the right to influence the final verdict. Okay, ja. Anyway, let's just say she's got, a very unique personality. Uns ein Bild mal in den Kopf setzen kannst du nicht, oder? Na gut, dann habe ich keine weiteren Fragen. Bis dann, tschüss. Are you sure? Isn't there something else you haven't asked about yet? Also ja, über die komische Alte, die ich da suche, ja. You mean about your sister? Ah, mein Gott, es geht manchmal unter. Die wichtigen Sachen haben wir gefragt. Das Unwichtige, mein Gott, das kann man auch irgendwann mal klären. While you were resting at Gandharvaville, I took some time to perform an Irminsul search for information on your sister. Ja, aber wir kommen doch von außerhalb des Sternenmeers. Alter, Typenraff ist endlich. Eine Schwester hat für 500 Jahren in Canary das große Chaos angerichtet. Yeah, isn't Irminsul a repository for all the information and memories of Teyvat? So there shouldn't be anything on him or his sister. Wir sind ja auch ein Teil von Teyvat, weil wir jetzt hier Aktionen betreiben. Werden doch auch unsere Aktionen aufgezeichnet. This is Was ist denn für true eine in your Logik? case. Irminsul indeed does not have any information on you.
However, there must be something different about your sister. Because, as it turns out, the world has recorded information on her after all. Okay. Warum hat... Okay, dass es über mich keine Informationen hat, ist klar, weil ich war ja weggesperrt. Beziehungsweise nein, vielleicht war... Nee, wir waren ja gar nicht weggesperrt. Unsere Schwester wurde weggesperrt, hat dadurch wahrscheinlich Versatz in die Vergangenheit gemacht und deswegen wurden ihre Taten aufgezeichnet von ihrem Sul. Und wir wurden ja dann erst mit Startakt 1 hat eben da am Strand halt eben wieder rausgekürzt. Und für uns ging es ja da erst los. Das heißt, alles, was im Sul hat, ist ja das, was wir aktuell schon erlebt haben. Von der Logik her. What? Oh! There is only one possible explanation. She belongs to this world. Ja, oder hat einfach nur hier schon was gemacht. Schwierige Aussage. Wie kann das sein? Meine Schwester und ich haben zusammen im die Sternenmeere bereist. Wie kann sie aus Teyvat kommen? Das ergibt keinen Sinn. Stimmt etwas mit meiner Erinnerung nicht? Oder hat diese Welt etwas mit ihr angestellt? But nothing about this makes any sense. Wasn't this your first trip to Teyvat? Weißt du sonst noch irgendetwas? According to the records I was able to access, your sibling suddenly appeared in Conria. Ach, noch nie ist das Chaos gewesen. After the Conria disaster, she began her journey through the 7 nations of Teyvat. But just as her journey was about to reach its conclusion, the Irminsul records on her suddenly become fuzzy. Hey. Der Baum wohl einen über den Durst getrunken, gell? Wird wohl gerade gedüngt, der Kleine. What do you mean, fuzzy? Did something happen to her? All I know for sure is that somebody, for reasons only they can know, is deliberately obfuscating her fate. Aber wer außer dir hat denn die Macht über Irmensul, so etwas zu verschleiern? And whoever it is, if they can do that, who knows what else they're capable of. Könnte das eventuell mit dem Abgrund zu tun haben? But even that wouldn't explain how she somehow comes from this world. Something else I noticed was that according to these records, the Fatui have not classified your sibling as one of the descenders. Ankömmling? Tui? Die Alte hat mit der Tui zu tun? What's a descender? Paimon's never heard of it. Look, I'm sure you must be curious about the information I received from the Fatui in return for my gnosis, right? A very important part of the intel was about this world's descenders. External beings, ones that don't belong to this world. Ankömmlinge? Wer denn noch außer uns beiden? Traveler, you are Teyvat's 4th descender. What? Schwester, Paimon? Ich? Huh? So the Fatui count 3 other descenders before the Traveler, and his sister isn't even one of them? That's right. My current hypothesis is that the first descender was likely what we now call the Heavenly Principles. Also Paimon, ja? As for the other descenders, I still need to verify their existence. It could take me some time. Paimon's head's about to burst from all this crazy new information. Okay. Höchst And interessant. yet, even knowing all this, I'm sure you must still have a lot of unanswered questions. I must say, I truly regret that I can't help you more as the God of Wisdom. There are many questions in my heart as well. I will need some time to go through each one of them. Ja, ich ebenfalls. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. And soon, you'll also begin your journey anew and depart from Sumeru. Ja, nee, noch very nicht. interested Bis in haben wir ja your noch. future. It's a journey that can't be observed or recorded by this world. If fate is the ultimate knowledge, then your future will be the ultimate fate. Wohl wahr, ja. I'm sure glad we got to meet you, Nahida.
The pleasure is all mine. I can't thank you enough. Aber hast du auch mal Paimon gecheckt? Das würde ich jetzt halt eben nochmal so fragen, ne? Alright, that's enough talk for today. If you ever miss me, just close your eyes, and maybe I'll appear in your dreams. Okay, Kascha posiert die Kapla-Flamme. Hey! Doesn't Mondstadt celebrate the Wind Bloom Festival around this time of year? You must have a whole bunch of questions after our last conversation with Nahida. Paimon was ready to ask her a million more questions, but didn't want to seem too pushy. Paimon has lots of good memories from the last one. The sweet scent of flowers on the breeze, the sweet smell of tasty snacks on the breeze, the feeling of the breeze on your face? The only downside was the lack of commissions. Like, about these descenders. So, does that just mean people like you who come traveling to Teyvat from someplace else? But Paimon's sure that was just a one-time thing. There's gotta be someone who needs our help, right? Let's go see how things are this year. And as for your sister... Whew, so many questions. Let's go find Nahida and see what else we can find out. Dann nochmal zu ihr gehen. Dann? Is there anything you want to know? According to the wreck after the Conria disaster, but just as her journey was about... What do you mean? All I know for sure, and whoever Du hast mich verarscht, ey. But Die hat mich voll verarscht, ey. Von wegen, du musst nochmal zu Nahida gehen und gucken, was er herausgefunden hat. Na, nicht jetzt, ey. Du sollst über das Essen nachdenken, aber nicht über andere Sachen. And yet, there are many questions in my heart as well. Mann, ey. And soon, Holy Brot, Paimon, echt. Ohne Worte. Ja, ganz toll. Na dann. Okay. So, ich habe eben schon gesehen, Hauch der Windblumen ist gerade eben gestartet, dadurch, weil ich jetzt die Vorquest abgeschlossen habe. Jetzt gibt es noch das Wichen Kapitel 3. Der Nachtvogel ist gefallen, bevor der Vorhang fällt. Okay. Um noch mehr Informationen über deine Schwester zu erhalten, wollte Paimon und Nahida noch einmal im Heiligtum besuchen. Auf dem Weg dorthin hört ihr, wie jemand über ein Thema diskutiert. Das gerne noch abschließen. Aber das interessiert mich jetzt wirklich. Ne? Hier das Event-Ding. Ich habe keinen Stress mit. Oh, wer redet hier? Irgendwo hier unten, die Typen. Come on, serious suggestions, please. I'm not trying to write a thriller here. It's supposed to be an essay, you understand? An essay. That means facts and logic. Huh? Well, if it's facts and logic you're after, you shot yourself in the foot with your choice of research topic, didn't you? The Tataris Suna mystery. When so much remains unexplained, there's little to be objective about. Unless, of course, you restrict yourself to textual criticism. Yeah, well, this is my teacher's area of research. I can't change that. But it's fascinating enough without having to sensationalize it, don't you think? The strange location, the missing details, a mysterious person. I want to write my essay on something interesting, and I'm interested in getting to the bottom of all this. That's the only reason I came to you. Yes, you came to me, so all the more reason to take my advice. The fact is, it's the dramatization that will make people want to read it. There's no getting around that. Okay, but... Da schon irgendwie recht, ne? Did one of them just mention Tatarasuna? But that's all the way in Inazuma. Is it just Paimon, or is it kind of unusual for someone in Sumeru to want to write a paper about that? Everyone here is just going about their business. Maybe it really is just Paimon. Guess people here are free to research pretty much anything.
Alter, du könntest Informationen mit deiner komischen Schwester kriegen und schlägst jetzt vor, dich wieder mit diesem scheiß Tour irgendwas in der Summe zu beschäftigen. Das ist doch diese komischen Nebelinsel, wo man 80.000 Mal war. Great! Let's go find out what this Tatarasuna mystery is all about. Ja. Gefährte Schöpfung. Hinten ist das neue Gebiet. Okay. Aber denn hier noch mal mit dem Typ. All right, I guess I'll go with my textual criticism and your editorial direction for the first draft. I have a feeling that the missing Kabuki Mono will end up being the main focus of this paper. Ugh, if only we knew where to find that traveler. From what they say about him, this seems like the kind of thing he'd know about. Ja, nach mir. Wenn du den Reisenden suchst, dann hast du ihn gefunden. Oh, you're the traveler, you say? Ja, scheint so, ne, Typ? Problem oder was? Hey, what's with that face? Don't believe us? Wenn du mich glaubst, dann geh ich halt wieder. Ciao. No, no, of course I believe you. Actually, I first heard about your great exploits when I was still in Inazuma. This is my first time coming face to face with you and your mysterious silver-haired companion. I couldn't believe my luck, and out of force of habit, I started, examining the evidence. Sorry. Ich glaube nur die schlechten Sachen, die du von mir gehört hast. Haben die mich nicht wieder als Helden gepriest oder irgend sowas? Oh, Sawada, for the love of... Sorry, we don't get out much, so our social skills are kinda lacking. Ja, das ist wohl. Traveler, I hear you've helped many people a great deal and been to many places. Would you be able to tell us about Tatarasuna? Nee. Actually, we don't know much about that place either. In fact, we only came over here because we heard you talking about it and wanted to learn more. Ah, I see. Tja, so ein doofes Pech aber auch, aber wir können dir leider nicht helfen. My teacher chose this area of research as a personal challenge. He said it's difficult to get into because even Inazumans don't know much about Tatarasuna's past. But who'd have thought that... If you don't mind, I'd love to show you all my outline for the book I'm writing about Tatarasuna. Ja, von mir aus, dann fangen wir einfach hold mal an. on, Sawada. Don't you think that's a bit of a deep dive for a first read? Well, fair point. In that case, please ease yourselves in gently by taking a look at Akaba's latest essay draft. Ah, okay, von Let mir me aus. give you some background. This all started with the discovery of some records in Tatarasuna. The writings mentioned someone by the name of Mikoshi Nagamasa, who crafted a fine blade. Ja, und dieses Schwert will ich haben, der Rest interessiert mich wirklich. But in the end, he threw it into a fire to destroy it, and killed his servant Katsuragi. Why? Well, no one knows. Apart from the swordmaker, his servant, and the one who wrote this all down, the records also mention a kabuki mono. This seems to be an Inazuman word for an eccentric stranger, someone who dresses funny or acts in an unusual way. Ein seltsames Verhalten. Bin ich das wohl, hä? That's right. Akaba's teacher has spent quite some time researching these events on the ground. This kabuki mono lived in Tatarasuna for a while before disappearing without a trace. And shortly afterwards, as Akaba mentioned, things got pretty ugly. Aber ist das jetzt die Donnerinsel oder die Nebelinsel? Jetzt bin ich verwirrt. So first this strange person goes missing, then a murder happens? Seems kind of fishy to Paimon. Das ruft nach Inspektor Barnaby. Jeden Fall, der muss das lösen hier. Oder seit neuestem Miss Fisher. Ihre mysteriösen Morde. Yes, my thoughts exactly. So I helped out too. I asked everyone I could think of if they knew anything about what happened back then. And wow, did I get lucky! Oh, was denn für einer? Stop shouting! This part's important. I just wanted to make it stand out.
Okay, ja, It hast du. just so happens that a friend of mine works at the Government Records Office. He looked into it for me, and I can now confirm that all the aforementioned individuals did, in fact, live in Inazuma over 400 years ago. Even Jahre, back das ist die then, Nebelinsel. Tatarasuna was already at the center of Inazuma's smelting industry. The man in charge was a government official named Niwa. Curiously enough, it seems like he went missing too. Wird mich schon belasten, ja. Könnte das etwa bedeuten? Wait, so there are 2 missing people in this story now? That's right! What's more, Niwa is a name with a lot of history to it. Have you ever heard of the great swordsmith clans of Inazuma? Oh, Huh? the swordsmiths? Yeah, like Ishin art and so on? Ja. Wow, yes, you really know your stuff. That makes things easier. So basically, this Niwa was a distant relative of the Kaidahara clan, the last practitioners of Ishin art. Da haben wir Something richtig then dabei. seems to have happened in the Kaidahara clan, leading to their downfall. I don't know the details, but taken in light of everything else going on around that time, it makes you wonder whether it's all connected somehow. Ja gut, dann musst du halt eben die Folgen hier vom Let's Play gucken. Da haben wir auch vom Kasua die Legendenquest schon gemacht. Einfach mal reinschauen, dann wisst ihr auch, was mit der Familie passiert ist. Aber die Leute, die hier das Let's Play verfolgen, die wissen das ja eh schon. The Kaidahara clan? Sawada, you left out the biggest detail of all. Oh, gibt es etwa noch mehr gewichtigere Anhaltspunkte als Oh, die? yes, of course. How could I Oh. forget? Brace your minds, ladies and gents, for they are about Yeah? to be blown. Or maybe you won't believe your ears. I wouldn't blame you, of course, because in all my years as a writer, this is by far the most. Da wird er dauernd blasser. Oh, ich war schon ganz blass, sorry. Get to the point, for Pete's sake. Ja, sag es einfach. Oh, doch, es geht noch. Oh. According to information acquired by Akaba's teacher, the Kabukimono was not a human, but a puppet. Boah, nee, oder? Eine Puppe. A puppet? Die von der Göttin der Blitz erschaffene Puppenagentin Shogun Raiden sollte zu diesem Zeitpunkt bereits mit ihr zusammen über Inazuma beherrscht haben. Aber nein, das war sie ganz bestimmt nicht. Es gibt nur eine Erklärung. Dieser Kabukimono war Sakumosh. Aber warum war er vor 400 Jahren in Taratasuna? Aha! Judging by the looks on your faces, you do know something after all. Nur Vermutung. Paimon, psst. Ein heimliches Zeichen. No! Paimon just meant, how creepy. The way you described it makes it sound like a ghost story. I agree, it does. But considering that non-human races in Inazuma are by no means uncommon, spooky events are to be expected. And that's exactly what my book is about. Please, take a look. Will mir jetzt hier ein Buch von den 3 Fragezeichen in die Hand oder was? Macht er halt wirklich, ne? Die Insel der düsteren Wolken. Okay, Nebelinsel. Autor Sawada. Excerpt 1. Es heißt, gegen 3 Uhr nachmittags sei ein Mensch, achso, schön, ich muss mich davon so klein wie er es ist, sei ein Mensch nach Tatarasuma gekommen. Von weitem hätte er die arbeitenden Menschen entlang der Bergstraße zu den Werkstätten gesehen. Ihre Schuhsohlen rieben sich an den mächtigen Felsen des Berges und sie stießen sanfte, aber markerschütternde Geräusche aus. Ganz so, als kämen sie durch das Überqueren dieser Schwelle zum Hochofen im Berg und könnten so aus diesem wütenden Feuer unbezahlbar wertvolle Edelsteine herausholen. Natürlich können diejenigen, die nicht zu dieser Zeit gelebt haben, diese Leidenschaft kaum verstehen.
Freudig erregt begrüßte dieser Mensch die anderen, lief zu ihnen hinüber und schloss blitzschnell zur Truppe auf. Ein großer, muskulöser Kerl aus der Truppe klopfte ihm auf seinen Rücken und sprach dennoch respektvoll zu ihm. Wer gibt uns die Ehre, Meister Miyazaki? Zurück von seiner Reise nach Inazuma? Welch eine Leistung! Miyazaki ließ sich zu einem Lächeln hinreißen und lachte wie ein unerfahrener Jüngling und zeigte eine entsprechende Miene. Katsuragi Inazuma ist die Stadt des Shogun. Um von dort zurückzukehren, fahre ich auf dem schnellsten Schiff und bereise die schnellsten Wasserstraßen. Was soll daran schon gefährlich sein? Gibt es gute Neuigkeiten? Natürlich gibt es die. Die beiden brachen in schallendes Gelächter aus und scherzten mit den anderen Arbeitern bis zum Ende des Pfades. Gott, oh Gott, Gott. Ein junger Mann mit einem einfachen Leinenhemd und einem Tuch auf dem Kopf stand vor einem Ofen und schaute ins Feuer. Feuer zum Schmieden von Stahl ist mit nichts anderem vergleichbar. Die Größe der Flamme beeinflusst den rohen Stahl und spiegelt sich in der Qualität der Klinge wider. Der in die Flammen blickte, war ganz ungewöhnlich. Auf seinen Fingerspitzen saß eine Eidechse. Sein Gesicht zierte ein Lächeln. Der Raum war sehr groß, der Hochofen reichte weit nach unten. Angeblich arbeiteten dort die Menschen zusammen und doch stand er ganz alleine. Erst als Katsuragi und Miyazaki eintraten, wandte er sein Gesicht ab. Dieser Mann war Waffenmeister Niwa Hisaide, Verwalter von Tarasuna. Er entstammte dem Niwa-Clan, einen der 3 Clans der Ishin-Schule. Nie hatte er mit seinen Brüdern und Schwestern gestritten. Nun war er mit Fug und Recht zum Erbe des Clans geworden. Dass er von den verschiedensten Adligen und großen Meistern diesen Titel würdig angesehen wurde, war ein Beweis dafür. Miyazaki übergeben Niwa einen sorgsam in Brokat eingeschlagenes Dokument und sagte mit aufrechter Miene, wie der Meister sagt, ist ein Verwandter in der Stadt kein Unterstützer unseres Plans. Aber Akamas Plan ist ein Versuch wert. Daher habe ich Lieferanten gesucht, um anhand der Stellenliste die von dir benötigten Dinge zu beschaffen. Als Niwa das Dokument zu Ende gelesen hatte, nickte er. Ob Kalehara uns unterstützt oder nicht, wir sollten auf jeden Fall neue Schmiedeverfahren erproben. Es ist viel. Das ist halt echt viel, ne? Katsuragi aber legte die Stirn in Falten und sprach, das Schwertschmieden ist bereits eine überaus ausgefeilte und komplizierte Technik. Die Meister sind schon so erfahren und wollen doch immer weiter daran feilen. Wirklich beeindruckend. Wäre Meister Nagamasa hier, würde er bestimmt wieder eine beschämte Miene ziehen. Mit einem Lächeln im Gesicht sagte Niwa, Herr Katsuragi, wie sieht es aus mit dem Schwert von Meister Nagamasa? Katsuragi wollte weder einen Gesichtsverlust für seinen Herrn herbeiführen, noch wollte er seine beiden Freunde belügen. Doch egal wie er es sich auch überlegte, eine passende Formulierung konnte ihm einfach nicht einfallen. Weshalb er zürnend sagte, offensichtlich hatte Meister Niwas edler Geschmack im Schmiedehandwerk seine Ohren beeinträchtigt, sodass er die blöden Witze des Fußvolkes nicht mehr verstehen konnte. Miyazaki begann sofort mit vorgehaltener Hand zu kichern. Als Niwa zu Ende gehört hatte, setzte er die Eidechse in seiner Hand auf Katsuragis Hand. Als er gerade etwas sagen wollte, kam noch jemand aus der Ferne herbei. Dieses Mal waren leichte Schritte zu vernehmen. Als näherte sich ein sehr junger Mensch. Der Kopf, der hineingesteckt wurde, war kugelrund. Im Feuerschein wirkte er wie eine ölige, wässrige, glänzende Perle.
Der junge Mensch stellte sein Essenspaket beiseite und nickte, bereit zu gehen. Katsuragi rief ihm hinterher. Was ist mit deinem Essen? Wirst du es nicht essen? Als der Mensch das gehört hatte, wusste er zuerst nicht, was er tun sollte und antwortete nach einiger Zeit. Na gut, ich werde es versuchen. Wir haben das Gleiche gegessen. Kein Grund zu falscher Bescheidenheit, sagte Niwa. Der Mensch nickte erneut und ging davon, als sei er tief in Gedanken versunken. Kommt denn da noch? Hi. Und jetzt schon 35. Nee, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Also nächste Folge nochmal Leserunde. Wer hätte es gedacht. Bis dahin. Ciao, ciao.